Schön, dass Sie wieder da sind. Nachdem wir in der Folge 0 genau erklärt haben, was es mit Musculus so auf sich hat, sind Sie ja bestens informiert und wir können jetzt so richtig mit Folge 1 und dem ersten Begriff der Videoenzyklopädie starten, der da lautet Muskelerkrankungen allgemein und uns von Professor Dr. Günther Bernhard näher erklärt wird. Er ist der Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde in der Klinik Favoriten in Wien und der Präsident der österreichischen Muskelforschung. Herr Dr. Bernhard, danke, dass Sie heute wieder hier sind und uns Muskelerkrankungen im Allgemeinen etwas näher bringen. Muskelerkrankungen sind eine große Gruppe von Erkrankungen, die miteinander gemeinsam haben, dass sie an einer Stelle außerhalb des zentralen Nervensystems, nämlich beim zuleitenden Nerven, quasi beginnen, über die neuromuskuläre Synapse, also das Verbindungsmodul zwischen Nerv und Muskel, bis zum Muskel weitergehen und alle Erkrankungen, die sich auf dieser doch recht großen Strecke abspielen, nennt man neuromuskuläre Erkrankungen. Wenn man nur von Muskelerkrankungen spricht, dann bezieht man sich eher auf die Erkrankungen, die nur im Muskel selber auftreten. Insofern ist unser Überbegriff, quasi die Überschrift, unter der wir alle unsere Informationen liefern wollen, sind die neuromuskulären Erkrankungen. Wenn man sich jetzt überlegt, und da gehe ich jetzt den Weg einfach in die andere Richtung, was braucht so eine Muskelfaser, damit sie das Einzige tun kann, was eine Muskelfaser eigentlich tut und wofür sie gebaut ist? Dann kann sich diese Muskelfaser kontrahieren und in dieser Kontraktion eine gewisse Kraft entfalten und sie kann die Kontraktion wieder aufgeben. Das heißt, sie kann und muss sogar wieder erschlaffen, um für eine nächste Kontraktion wieder bereit zu werden. Und wenn man sich jetzt das vorstellt als einen riesengroßen Chor von Muskelfasern, kann man sagen, dass nicht alle Teilnehmer an diesem Chor gleichzeitig singen, sondern in sehr unterschiedlichen Gruppierungen und Formationen singen und das Ganze soll dann resultieren in einer kraftvoll und funktionell, das heißt auf den Zweck ausgerichteten Weise zielgerichteten Bewegung münden. Wenn man jetzt fragt, was braucht eine Muskelfaser, um sich kontrahieren zu können, dann braucht die Muskelfaser einen gewissen anatomischen Rahmen. Das heißt, sie braucht Elemente, die selbst die Kontraktion machen, aber diese Elemente brauchen auch eine Energiezufuhr. Das heißt, rundherum und in der funktionierenden Muskelfaser sind natürlich auch sehr, sehr viele Elemente der Muskelfaser drinnen, die für einen ausgeglichenen Stoffwechsel und damit für eine mögliche Energiezufuhr für die Muskelfaser sorgen. Wenn man jetzt sagt, was kann so eine Muskelfaser alles haben, um nicht oder ungenügend oder zu funktionieren oder zu schwach zu sein, muss man sagen, die Muskelfaser kann in ihrem anatomischen Konstruktion einen Fehler haben. Der Fehler kann an sehr vielen möglichen Positionen sein und wir wissen, dass bei relativ vielen Muskelerkrankungen die Muskelfasermembran sehr stark einbezogen ist in diese fehlerhafte Konstruktion. Und wenn man sagt, warum braucht die Muskelfaser eine Membran? Dann ist klar, die Muskelfasermembran ist der Teil der Muskelfaser, wo der Austausch von innen nach außen und von außen nach innen erfolgt. Das heißt, das muss eine mal mehr, mal weniger durchlässige Grenze da sein. Und gleichzeitig hat diese Grenze auch etwas sehr Physikalisches. Das heißt, an dieser Grenze der Muskelfaser sind auch die Elemente verankert, die dann die Muskelfaser kontrahieren können. Das heißt, es ist ein ziemlich komplizierter, komplexer Bauplan und an diesem komplexen Bauplan gibt es eine ganze Reihe von Fehlermöglichkeiten und man kann jetzt ein bisschen vergröbert sagen, mit jeder dieser Fehlermöglichkeiten ist eine
andere Muskelerkrankung im Zusammenhang zu nennen. Und wenn man jetzt sagt, warum kann so eine Muskelfaser schwach sein oder die Membran nicht intakt sein, dann gibt es zwei große Gruppen von Gründen. Das eine sind die genetisch bedingten Gründe, das heißt im Bauplan, im genetischen Bauplan für die Muskelfaser sind Fehler eingebaut. Und wie das so oft ist, auch in der Welt von Geräten und Maschinen, äußern sich diese Fehler sehr oft nicht sofort, sondern im Laufe der Zeit immer mehr und mehr. Und das ist auch der Grund, warum bei vielen dieser angeborenen Muskelerkrankungen der angeborene Fehler nicht sofort bei der Geburt in vollem Umfang sichtbar, vielleicht auch gar nicht sichtbar ist, sondern sich erst im Laufe des Lebens quasi unter Anführungszeichen mit den Anforderungen an die Muskeln zunehmend bemerkbar macht. Wenn man jetzt sich fragt, warum kontrahiert sich die Muskel, warum weiß die Muskelfaser, dass sie sich in einer bestimmten Mikrosekunde kontrahieren soll, dann bekommt die Muskelfaser eine Botschaft von dem zuleitenden Nerven. Aber der Nerv leitet nicht direkt auf die Muskelfaser über, sondern hat so eine Art Zwischenmodul. Und dieses Zwischenmodul hat einen Namen, das ist die neuromuskuläre Synapse. Diese Synapsen sind ein sehr spannendes Interface, weil eigentlich eine bioelektrische Information auf eine biochemische Information umgewandelt wird, um diesen kleinen Spalt zwischen Nervenendigung und Muskulatur zu überbrücken. Und wenn die chemische Information durch diesen Spalt durch ist, wird es wieder quasi in eine Art elektrische Information umgewandelt. Dieses Bild ist ein bisschen vergröbert, weil sehr oft beide Phänomene, nämlich das bioelektrische und das biochemische, miteinander Hand in Hand arbeiten. Das heißt, wir haben ein Interface, die Synapse. Und die Synapse wieder wird erreicht von einem Nerven. Und dieser Nerv kommt nicht von irgendwo, sondern der kommt vom zentralen Nervensystem. Aber nicht direkt vom Gehirn, sondern üblicherweise aus dem Rückenmark. Das heißt, der Beginn der neuromuskulären Erkrankung ist gerade noch im zentralen Nervensystem, nämlich dort, wo die motorischen Vorderhornzellen beispielsweise sind, die den Beginn und, wenn man so will, auch den wichtigsten Teil oder einen besonders wichtigen Teil des Nerven darstellen. Und dann geht dieser Nerv über eine gewisse Strecke bis zu seiner Synapse. Diese Strecke ist natürlich auch möglicherweise ein Wunderpunkt, wenn der Nerv in seinem Verlauf nicht mit seinen optimalen Hüllen ausgestattet ist. Dann kann es zum Beispiel sein, dass diese Reize nicht mehr richtig übergeleitet werden. Oder der Nerv kann noch ein viel substanzielleres Problem haben, nämlich die Zelle, aus der er quasi entspringt, um dann die Synapse zu erreichen. Diese Zelle selbst hat ein Problem und geht unter, wofür wir auch Beispiele an Erkrankungen haben. Und spannenderweise können all diese Strukturen, die ich jetzt genannt habe, sowohl aufgrund eines genetischen Fehlers nicht richtig funktionieren, aber sie können auch infolge einer Schädigung nicht richtig funktionieren. Und diese Schädigungen können über eine breite Palette infektiös, durch ein fehlgeleitetes Immunsystem bedingt sein, aber sie können auch durch Verletzung und natürlich auch durch eine schwere Erkrankung von anderen Körpersystemen oder durch den Alterungsprozess in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie haben im Vorgespräch von mehreren Blöcken von Muskelerkrankungen gesprochen, über die wir dann auch in weiteren Folgen von Musculus reden möchten. Welche sind denn das? Also 3 große Blöcke sind relativ leicht zu nennen. Es gibt
die Gruppe von Erkrankungen, die sich vor allem im Bereich des zuleitenden Nervens abspielen, entweder in seinem Ursprung oder in seinem Verlauf. Dann gibt es die Erkrankungen der Synapse, also dieses Interface zwischen Nerv und Muskel. Und dann die Erkrankung in der Muskulatur selbst. Vielen Dank, Dr. Bernhard, für diesen umfangreichen Überblick über Muskelerkrankungen im Allgemeinen und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich darf, glaube ich, so viel verraten, dass wir eine Musculus-Folge mit Günther Bernhard zum Spezialthema Muskeldystrophie Duchenne schon gedreht haben. Wenn Sie also gleich dranbleiben wollen, dann klicken Sie einfach auf diesen Link hier oben. Wenn Sie Musculus und die österreichische Muskelforschung unterstützen möchten, können Sie das gleich einmal durch einen Klick auf Gefällt mir oder ein Abonnieren unseres Kanals. Informationen zum Spenden finden Sie auch auf unserer Homepage, die wir im Nachspann einblenden. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, dann schreiben Sie diese doch einfach als Kommentar unter dieses Video. Auch das hilft, um Musculus besser werden zu lassen. Ich bedanke mich wieder für Ihr Interesse und freue mich schon auf ein Wiedersehen. Und bitte denken Sie dran, Wissen hilft.